Diese Geschichte begann in einem ruhigen Vorort, wo das Haus der Familie Cartwright im Jahr 2019 von den Klängen des Glücks und der Vorfreude erfüllt war. Emilia, eine Frau mit sanfter Stimme und erstaunlich scharfsinnigen Augen, und ihr Mann James zogen bereits die 6-jährige Sophie groß. Doch als Adam zur Welt kam, schien sich das Puzzle ihres Lebens endgültig zusammenzufügen. Adam war ein perfektes Baby. Kräftig, mit pausbäckigen Wangen und einem klaren Blick wurde er zum Mittelpunkt des Universums für die ganze Familie. Die ersten 3 Monate verflogen wie im Nu, erfüllt vom Duft nach Babypuder und leisen Schlafliedern. Niemand hätte sich vorstellen können, dass sich ihre gemütliche Welt bald in ein Schlachtfeld um das Leben und die Gesundheit ihres jüngsten Familienmitglieds verwandeln würde. Alles begann mit einem winzigen Fleckchen auf der Wange. Es war fast unsichtbar, rosafarben und sah aus wie eine leichte Reizung durch Speichel. Doch Emilias Mutterherz machte einen Sprung. Es war keine Angst, sondern eher ein kurzer Stich der Besorgnis, den sie anfangs auf normale Müdigkeit schob. »Das ist nur ein Ekzem«, sagte der Kinderarzt bei der ersten Untersuchung zuversichtlich. »Viele Säuglinge haben das. Hier, verwenden Sie diese Steroidcreme. Eine ganz kleine Dosis, ein paar Tage lang, und alles ist vorbei.« Emilia cremte gehorsam die Wange ihres Sohnes ein. Und tatsächlich wirkte die Magie der modernen Medizin augenblicklich. Am nächsten Morgen war Adams Haut wieder rein. Die Familie atmete erleichtert auf, doch die Erleichterung währte nicht lange. Nach einer Woche kehrte der Fleck zurück und brachte Freunde mit. Nun bedeckte der Ausschlag beide Wangen, den Hals und die Armbeugen. Emilia ging erneut zum Arzt. Die Antwort war dieselbe. Wir müssen die Dosis erhöhen. Ekzeme können launisch sein. Mit 5 Monaten hatte sich Adams Leben in eine einzige Leidensgeschichte verwandelt. Was als trockene Haut begann, entwickelte sich zu etwas Erschreckendem. Der Ausschlag breitete sich über den ganzen Körper aus und nahm einen leuchtend roten, fast scharlachroten Farbton an. Die Haut des Babys sah aus, als wäre sie mit kochendem Wasser verbrüht worden. Sie riss auf, nässte und bildete dann Krusten, die Adam mit seinen winzigen Händen blutig kratzte, selbst wenn er spezielle Fäustlinge trug. Das Schlimmste war die Veränderung im Verhalten des Kindes. Der fröhliche Junge war verschwunden. An seiner Stelle lag ein erschöpftes, schlaffes Bündel voller Schmerz. Adam hörte auf zu lächeln. Er schlief kaum noch und weinte ständig, ein leises, herzzerreißendes Weinen, bei dem Emilia das Herz brach. Dann begannen seine Haare auszufallen. Jeden Morgen fand sie auf dem Kissen in seinem Bettchen weiche, blonde Strähnchen. »Wir müssen ins Krankenhaus, James«, sagte Emilia eines Nachts, als Adams Temperatur auf ein gefährliches Niveau stieg. Der Krankenhausaufenthalt brachte nur eine vorübergehende Atempause. Die Ärzte in ihren weißen Kitteln lösten einander ab, sahen Adam an und zuckten ratlos mit den Schultern. »Das ist eine schwere Form der Neurodermitis, atopische Dermatitis. Setzen Sie die Steroide fort. Als Injektionen, in Cremes, in Verbänden. Das ist der einzige Weg.« In diesen Monaten suchten Emilia und James über 35 Spezialisten auf. Dermatologen, Allergologen, Immunologen. Sie alle wiederholten wie mechanisch dasselbe. Niemand hörte der Mutter zu, die zu erklären versuchte, ihm geht es genau nach den Medikamenten schlechter. Sehen Sie doch, seine Haut brennt förmlich. Adams Krankheit traf die Familie auch,
von einer anderen Seite. Die Menschen sind grausam in ihrer Unwissenheit. Wenn Emilia mit dem Kinderwagen spazieren ging, drehten sich die Passanten nach ihr um. Manche seufzten mitfühlend, aber die meisten schauten mit Verurteilung oder Angst, als ob Adam ansteckend wäre. Einmal riss eine Frau im Supermarkt ihr Kind demonstrativ beiseite und zischte: Wie kann man ein Baby nur in so einen Zustand bringen? Wahrscheinlich herrschen zu Hause völlig unhygienische Zustände. Diese Worte brachten das Fass zum Überlaufen. Die Familie Cartwright verschloss sich vor der Welt. Sophie hörte auf, Freunde einzuladen, weil ihr kleiner Bruder ständig weinte und die Mama zu erschöpft war, um Gäste zu empfangen. Das Haus verwandelte sich in ein Lazarett. Jede Nacht führte Emilia dasselbe Ritual durch, das sie die Stunde der Rettung nannte. Sie ließ eine Badewanne mit lauwarmem Wasser ein und hielt Adam stundenlang darin. Nur im Wasser beruhigte er sich ein wenig. Danach wickelte sie ihn in unzählige Meter sterile Gase, damit er seine Haut im Schlaf nicht verletzen konnte. Sie saß an seinem Bettchen, hielt seine Hand und betete. Sie betete nicht um ein Wunder, sondern um Einsicht. Was machte sie nur falsch? Eines Nachts, als Adam endlich in einen unruhigen Schlaf gefallen war, setzte sich Emilia an den Computer. Sie suchte nicht nach Behandlung von Ekzemen, sondern nach Folgen von Steroiden. Und was sie dabei herausfand, ließ ihr die Haare zu Berge stehen. Sie stieß auf den Begriff Red Skin Syndrome, Syndrom der roten Haut, oder topischer Steroidenzug, Topical Steroid Withdrawal, TSW. Die Beschreibungen der Patienten stimmten genau mit dem überein, was mit ihrem Sohn passierte. Ausdünnung der Haut, Verlust der Wärmeregulation, Lymphödeme, Haarausfall und ein unerträglicher Juckreiz, der nicht durch Antihistaminika gelindert werden konnte. Es stellte sich heraus, dass Adams Haut von den Hormonen abhängig geworden war. Die Creme, die heilen sollte, unterdrückte lediglich die Symptome, trieb die Krankheit tiefer in den Körper und ließ die natürlichen Schutzfunktionen des Körpers verkümmern. Je mehr er eingecremt wurde, desto schlimmer waren die Entzugserscheinungen der Blutgefäße. »James, wir töten ihn mit dieser Behandlung«, sagte sie am Morgen zu ihrem Mann. Ihre Stimme war fester denn je. Aber die Ärzte sagen, die Ärzte irren sich. 35 Leute irren sich, weil sie auf ihre Protokolle schauen und nicht auf unseren Sohn. Ich werde diese Tuben nie wieder anrühren. Das war die schwerste Entscheidung ihres Lebens. Der Verzicht auf die Steroide bedeutete eine Phase schrecklicher Verschlimmerung, in der sich der Körper von der angesammelten Chemie reinigen musste. Emilia erkannte, wenn die Medizin machtlos ist, muss sie selbst zur Ärztin werden. Sie begann, Naturheilkunde sowie die Eigenschaften von Ölen und Mineralien zu studieren. Sie brauchte etwas, das das Problem nicht nur zuschmierte, sondern der Haut half, sich von Grund auf zu regenerieren. Ihre Küche verwandelte sich in ein Chemielabor. Wagen, Glaskolben, Hunderte von Gläschen mit Ölen. Sie suchte nach der perfekten Mischung. Nach Dutzenden von fehlgeschlagenen Versuchen entschied sie sich für eine Kombination, die ihr richtig erschien. Zink, um nässende Wunden auszutrocknen und für einen antiseptischen Effekt, und Zitronengras, ein natürliches Antibiotikum und Beruhigungsmittel. Sie kreierte einen dicken, duftenden Balsam. Als sie ihn zum ersten Mal auf Adams gequälten Rücken auftrug, zitterte sie. »Verzeih mir, mein Kleiner, falls das nicht funktioniert«, flüsterte sie. Die ersten Tage waren ein Albtraum. Adams Körper rebellierte gegen den Hormonentzug. Er wurde noch röter, die Haut schälte sich in Fetzen ab.
Aber Emilia gab nicht auf. Sie dokumentierte die Veränderungen alle paar Stunden in einem speziellen Tagebuch. Sie machte Fotos, notierte die Temperatur und protokollierte seine Schlafphasen. Nach 2 Wochen bemerkte sie die erste winzige Veränderung. In der Armbeuge, wo bisher immer eine nässende Wunde gewesen war, erschien eine kleine Insel gesunder, rosafarbener, normaler Haut. Die Genesung dauerte 10 Monate. 10 Monate titanischer Arbeit, Geduld und Glauben. Emilia trug ihren Balsam dutzende Male am Tag auf. Sie stellte die Ernährung der Familie um, verbannte alle möglichen Allergene und achtete auf saubere Luft. Langsam, Schritt für Schritt, begann Adam zu ihnen zurückzukehren. Zuerst hörte sein Bauch auf zu jucken, dann klärten sich seine Beinchen. Als letztes ergab sich das Gesicht. Und als Adam eines Morgens aufwachte und nicht versuchte, sich die Wangen zu kratzen, sondern stattdessen seine Mama ansah und deutlich Mama sagte, brach Emilia in Tränen aus. Es waren Tränen des Sieges. Die Haut regenerierte sich vollständig. Seine Haare wuchsen dicht und glänzend nach. Nach 10 Monaten der Selbstbehandlung hatte sich Adam wieder in das gesunde Kind verwandelt, das er in seinen ersten Lebenstagen gewesen war. Nur lag jetzt eine besondere Weisheit in seinen Augen, als ob er wüsste, was sie gemeinsam durchgemacht hatten. Heute ist Adam ein aktiver, fröhlicher Junge. Er liebt es, durch Pfützen zu rennen, mit Sophie zu spielen und hat überhaupt keine Angst vor Ärzten, auch wenn Medikamente aus der Apotheke heute nur noch äußerst selten in ihrem Haus zu finden sind. Emilia erinnert sich oft an diese Zeit wie an einen bösen Traum, der sie jedoch viel gelehrt hat. Sie zog nicht offen gegen die Medizin in den Krieg, aber ihre Geschichte verbreitete sich in den sozialen Medien und gab tausenden anderen Müttern Hoffnung, die mit einem ähnlichen Unglück konfrontiert waren. Diese Geschichte handelt nicht nur von einem heilenden Balsam aus Zink und Zitronengras. Sie handelt davon, dass die Intuition einer Mutter kein Aberglaube ist, sondern ein feines Instrument, das auf die Frequenz des Kindes abgestimmt ist. In einer Welt, in der Zahlen und Protokolle oft den lebendigen Menschen verdecken, bleibt die Liebe die stärkste, heilende Kraft. Emilia schaut auf ihren Sohn, der gerade einem Schmetterling im Garten hinterherjagt und weiß, das Wunder ist nicht von selbst geschehen. Sie hat dieses Wunder mit ihren eigenen Händen geschmiedet, in schlaflosen Nächten und mit dem unerschütterlichen Glauben daran, dass ihr Herz die Wahrheit besser kennt als 35 diplomierte Spezialisten.